Livestreams sind voll im Trend. Angefangen hat es mit Gaming-Streams, für die man nicht viel Technik braucht. Mittlerweile wollen aber auch viele Unternehmen und andere Institutionen ihre Veranstaltungen oder Präsentationen live im Internet zeigen. Egal was du streamen willst, in diesem Video zeige ich dir, wie du alleine auf YouTube live gehen kannst und welche Technik du dafür brauchst. Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Du bist neu hier? Dann unterstütze uns mit einem Abo und aktiviere die Glocke, um regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videomarketing zu erhalten. Mit einem Livestream auf YouTube kannst du in Echtzeit und weltweit mit deinem Publikum kommunizieren und das völlig unabhängig von deinen Inhalten. Der interaktive Prozess mit Kommentaren und Reaktionen kann außerdem die Bindung zu deinen Zuschauern stark verbessern. Zusammengenommen entstehen so enorme Potenziale für jede Art von Themen, egal wie nischig oder fachspezifisch sie sind. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, Fehler im Nachhinein zu korrigieren. Deshalb sind eine gründliche Planung, ständige Aufmerksamkeit und technische Stabilität unerlässlich. Die Vorbereitung für einen erfolgreichen Livestream erfordert einige Überlegungen, damit dein Publikum ein ansprechendes Erlebnis hat. Als erstes musst du festlegen, welche Art von Livestream du überhaupt machen möchtest. Die Möglichkeiten reichen von Inhalten, die am Computer stattfinden, wie Software-Tutorials oder Games, über Talks und Präsentationen bis hin zu unterhaltsamen Shows. Wenn du dich für einen Livestream mit Computerinhalten entscheidest, solltest du im Voraus genau überlegen, welche Themen du behandeln möchtest oder welches Spiel du zum Beispiel spielen willst, um deine Zuschauer anzusprechen. Bei Talkshows könntest du interessante und relevante Themen vorbereiten. Präsentationen erfordern eine sorgfältige Planung der Inhalte und eine Erstellung der Präsentation selber natürlich, während bei Shows die Unterhaltung im Vordergrund steht. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Festlegung von Datum und Uhrzeit. Achte dabei auf die Zeitzone deiner Zielgruppe, damit möglichst viele Zuschauer teilnehmen können. Finde einen Zeitpunkt, der für die meisten bequem ist und plane genügend Vorlaufzeit, um deine Zuschauer darüber zu informieren. Apropos informieren, neben dem Termin solltest du auch bei der Ankündigung schon klar kommunizieren, was der Inhalt deines Streams sein wird. Auf YouTube verwendest du dafür zum Beispiel den Titel und die Videobeschreibung. Neben der inhaltlichen Vorbereitung deines Livestreams spielt natürlich auch die Technik eine entscheidende Rolle. Als erstes solltest du entscheiden, ob du eine Webcam oder eine Foto- oder Videokamera verwenden möchtest. Während Webcams praktisch und leicht zu bedienen sind, ermöglichen richtige Kameras eine bessere Bildqualität und viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Aber Vorsicht! Die wenigsten Kameras kannst du per USB mit deinem Rechner verbinden. In solchen Fällen brauchst du eine sogenannte Capture Card, wie zum Beispiel den Cam-Link, den ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Fast noch wichtiger als die Kamera ist die Beleuchtung. Ringlichter nehmen zum Beispiel wenig Platz weg und die Reflexion der Lampen als kleine Kreise in den Pupillen sieht an sich ganz cool aus. Softboxen sind größer, bieten aber auch weicheres und gleichmäßigeres Licht. Wenn du mehr über das Thema Licht wissen willst, schau mal in unser verlinktes Video rein. Für den Ton ist ein gutes Mikrofon unerlässlich. Wenn du ein Headset verwendest, hat es zwar ein eingebautes Mikrofon, die Klangqualität kann aber je nach Modell sehr unterschiedlich sein und der Klang wird nie so gut sein wie bei einem größeren Kondensatormikrofon, das vor dir auf dem Tisch steht. Diese gibt's in verschiedenen Formen, Größen und Preisklassen. Wenn du sie in deinen Stream integrieren willst, musst du das Signal davon irgendwie in den Computer bekommen. Wenn du Glück hast, und darauf solltest du achten, hat der Mikrofon einen USB-Anschluss, dann geht es nämlich alles direkt. Wenn nicht, brauchst du ein Mischpult und machst eine ganze Welt von Tontechnik auf. Auch zum Thema Ton in Videoaufnahmen findest du ein Video auf unserem Kanal, wo ich das Ganze nochmal genauer beschreibe und auf das Thema eingehe. Um nun das Kamerabild und eventuelle andere Bildquellen auf YouTube zu bringen, brauchst du eine Software, in der du die verschiedenen Videosignale und Tonsignale in Szenen zusammenstellen kannst. Eine gute kostenlose Lösung dafür ist OBS, kurz für Open Broadcaster Software. OBS gibt dir die Möglichkeit, alle Einstellungen für deinen Livestream vorzunehmen, Szenen zu bauen und per Knopfdruck live zu gehen. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, deinen Stream aufzunehmen. Wenn du mit deinem Hintergrund nicht zufrieden bist, kannst du einen Greenscreen aufstellen, wodurch du direkt in OBS einen virtuellen Hintergrund einfügen kannst. Ein Stream Deck ist eine Hardware, mit der du die Übertragung erleichtern kannst, indem du Aktionen und Szenen per Knopfdruck steuern kannst. Übrigens, alle erwähnte Technik findest du zum Nachlesen und mit Links in der Videobeschreibung. Um deinen Livestream zu planen, bietet dir YouTube die Möglichkeit, bereits vorher Datum und Uhrzeit festzulegen. Diesen Termin kannst du dann auch deinen Zuschauern anzeigen lassen. Um von OBS zu YouTube zu streamen, benötigst du zwei Dinge. Einmal den sogenannten RTMP-Link und dann den Stream-Key. Der RTMP-Link ist öffentlich und sagt OBS, an welchen Server bzw. welche Plattform du streamst.
Er ist auch als Preset direkt in OBS enthalten. Der Stream Key ist sozusagen dein privates Passwort, mit dem du dich auf dem YouTube-Server ausweist. Zeige deinen Stream Key daher niemandem, der keinen Zugriff auf deinen YouTube-Kanal haben soll. Nachdem du deine Zugangsdaten bei OBS eingetragen hast, solltest du in den Video-Settings die Auflösung und Framerate in FPS einstellen. Unter Ausgabe kannst du die Streaming-Bitrate sowie den Speicherort für die Aufnahme und das Aufnahmeformat einstellen. Je höher die Bitrate, desto besser die Bildqualität. Achte dabei aber unbedingt auch auf deine Internetgeschwindigkeit. Für Livestreams in Full HD sind mindestens 5 Mbit und für 4K mindestens 20 Mbit erforderlich. Für die Audioeinstellung ist es wichtig, dass du dein Mikrofon und alle anderen Tonquellen, die du verwendest, hinzugefügt hast. Das beinhaltet zum Beispiel auch Software, Spiele oder Videos, die du in den Stream integrieren möchtest. Auf der linken Seite gibt es einen Reiter, in dem du verschiedene Szenen erstellen kannst. In dem Reiter rechts daneben kannst du sowohl deine Kamera als auch Bildschirmaufnahmen oder Bilder hinzufügen. Nachdem du deine Szenen eingerichtet hast, kannst du mit einem Klick auf Stream starten den Stream starten. Mit dem Button darunter nimmst du deinen Stream gleichzeitig auf. Gerade wenn du das erste Mal streamen willst, würde ich dir empfehlen, deinen Livestream vorher zu testen. Um das zu tun, kannst du auf YouTube einfach einen privaten Livestream planen. Ein privater Stream kann nur von Personen angeschaut werden, die du vorher dazu eingeladen hast oder von dir selbst, während du in dem Account eingeloggt bist. Damit dein Stream stabil läuft, brauchst du schnelles und zuverlässiges Internet und das mit der richtigen Geschwindigkeit. Und auch das solltest du vorher testen. Übrigens, verlass dich auf keinen Fall blind darauf, was du für einen Vertrag abgeschlossen hast. Bei vielen Internetverträgen ist der Upload deutlich langsamer als der Download. Wenn du also eine Leitung mit 50 Mbit hast, bedeutet das nicht automatisch, dass auch dein Upload so schnell ist. Ganz abgesehen davon, dass natürlich deine Downloadgeschwindigkeit auch nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt die beworbene Leistungsfähigkeit deines Vertrages erreicht. Wenn du deinen Stream testest, lass ihn eine Weile laufen und beobachte dabei die Bildqualität auf YouTube. Livestreamen auf YouTube ist an sich nicht schwer. Mit der richtigen Planung und Vorbereitung kannst du die meisten Fehlerquellen schon im Vorhinein ausschließen. Probier's also einfach mal mit einem privaten Stream aus und schreib uns von deinen Erfahrungen. Richtig spannend und herausfordernd werden Livestreams, wenn du dich an Settings heranwagen willst, die nicht von einer einzelnen Person zu bewältigen sind. Mehrere Kameras, verschiedene Personen gleichzeitig im Gespräch, Abspielen von Musik auf einer Bühne, Zuschaltung von Videocalls und das alles in kurzer Abfolge und nach einem festen Plan. Wenn du dich dafür interessierst, wie man solche professionellen Videostreams am besten plant und vorbereitet, kann ich dir unser Video zur Planung von Profi-Livestreams ans Herz legen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video von Mindmap. Mit Videos mehr erreichen.